Hallo liebe Krebse, wir schauen in euer neues Jahr für das Kollektiv der Krebse und ich bin gespannt, was ich euch weitergeben darf. Ja, schicksalshafte Nachrichten, schicksalshafte Partnersituationen. Hier kann auch sein, dass man die Vergangenheit mal weglässt und sich für etwas Neues öffnet. Ein Jahr, bei dem man über Verluste gut wegkommt, bei dem man seine ganze Größe wiederleben möchte. Ein Jahr auch, bei dem man Distanz aufnimmt zu Personen in der Vergangenheit, die Herausforderungen mitgebracht haben. Und ein Jahr, wo man so spürt, wo man sich im Umfeld ein bisschen rausnehmen will. Möglicherweise geht es darum, dass ihr so ein bisschen Mangel auffüllen wollt. Geben und nehmen, ein schicksalshaft neues Kapitel, neue Wege, die haben hier tatsächlich mit dem Beruf zu tun. Möglicherweise auch mit einer beruflichen Entscheidung, die aus einer verstrickten Situation rausführt, die aber hier auch euer Gegenüber betreffen kann. Ich habe so ein bisschen ein Jahr, wo ihr den Sehnsüchten sehr stark folgt, wo ihr eure Träume verwirklichen wollt, wo ihr euch vielleicht auch auf die Reise macht. Man sieht im Frühjahr schon so ein bisschen die Blockaden schmelzen. Da das Schicksalskreuz jetzt am Anfang fällt, habe ich hier sehr vieles in den Spiegelungen. Wir haben einen schicksalshaften Neubeginn, eine schicksalshafte Situation. Was ist schicksalshaft? Das, was wir nicht kontrollieren können. Ne? Ihr selbst legt euch ins Haus der Routen. Ihr habt hier vielleicht so ein bisschen Startschwierigkeiten oder geht mit angezogener Handbremse. Ihr bilanziert, wo ist Geben und Nehmen im Ausgleich, das sehe ich besonders. Und wir haben so ab Frühjahr eine gute Energie für alles, was ihr neu startet. Der ein oder andere löst vielleicht ja auch Blockaden auf, die mit seinen Kindertagen zu tun haben oder mit eigenen Kindern. Wiederum ein oder anderer hängt vielleicht zwischen zwei Stühlen fest, zwischen zwei Partnern, zwischen zwei Situationen. Ja, ihr habt hier eigentlich eine wunderbare Energie. Das ist das Haus der Sterne, da habt ihr die Sonne drin. Und in der Spiegelung habt ihr das Kind, den Neubeginn. Also das sind die besten Chancen, hier etwas so zu drehen, dass es euch mehr in den Flow bringt, dass ihr euch geklärter fühlt, dass ihr einen Weg neu nimmt. Oder gar eine Entscheidung trifft, die hier sehr tragend ist, unter einem guten Stern steht. Und ich habe bei euch auch irgendwie so ein Kapitel, wo ihr langfristig eine wichtige Lektion gelernt habt. Und in diesem Jahr geht es dann drüber. Ne? Es ist hier irgendwie auch ein Jahr, wo ihr aus einer anderen Perspektive guckt, wo ihr eure Erkenntnisse nutzt und etwas in Gang bringt. Die einen oder anderen haben hier sehr viel berufliche Entscheidungen dabei, neue Wege, neue Möglichkeiten. Hier liegt sehr viel Spiritualität in einer Reihe. Was ich so ein bisschen habe, dass ihr ein Jahr habt, wo ihr euren Gefühlen wieder mehr traut oder eurer Sensitivität auch. Ich habe Veränderungen im Bereich der Herzensangelegenheiten, Neubeginne in der Liebe. Für einige von euch auch, ich würde jetzt mal sagen, das Beenden eines Schattenthemas, das
euch längere Zeit verfolgt. Also für viele vielleicht auch ein Jahr, wo sie überall Aufbruchsstimmung haben. Bedenkt, das ist ein Kollektiv, das kann nicht für alle gelten. Und ein Jahr, wo ja auch ja, mal wieder so ins Sprechen geht, ne? Aus irgendwelchen Wortlosigkeiten oder wo man eben nicht darüber gesprochen hat, kann ein Konflikt entstehen, der euch sehr reinigt und wo ihr auch eure eigenen Zweifel weglassen könnt. Ich habe so die Zweifel an der eigenen Emotion oder an der eigenen Intuition, dass die in den Hintergrund tritt. Ihr klärt auf, ihr werdet geklärter, ihr seht klarer. Der ein oder andere hat hier vielleicht Dinge im häuslichen Bereich, das können Umzüge sein oder Auszüge auch. Oder möglicherweise Sachen, die euch mit Wohnungen, Immobilien aus der Vergangenheit noch betreffen, da sieht man auch Wechsel drauf. Die Veränderungen liegen hier wirklich mit einem ganz neuen Kapitel dabei, auf sehr vielen Bereichen. Sehr zentral ist hier das Berufliche, die partnerschaftliche Situation, die Herzensangelegenheiten. Und ich sehe überall da, wo ihr verbindlich seid oder wo es Verbindungen gibt, Vertraglichkeiten, einen Schritt weiterkommen. Hier ist sehr zentral Neubeginne in der Liebe, hier nochmal die Partnerschaften. Hier habt ihr auch in der Korrespondenz schon ein Gegenüber liegen. Es ist auch ein Jahr, wo ihr eventuell schnell über Hürden drüber kommt, schneller als ihr es gedacht hättet. Hier nochmal vertragliche Dinge im häuslichen Bereich, in den Wohnungen, bei Immobiliensachen. Viel Papieraustausch auch, Dokumente, die über den Tisch gehen. Und irgendwie sehe ich euch hier auch bewusste Entscheidungen treffen, die eine partnerschaftliche Situation, die sehr verstrickt war, auch beendet. Ich sehe hier im Hause des Gegenübers auch so Schnitte drin. Da begrenzt man sich irgendwo, da ist das Ende einer Verstrickung zu sehen und die Möglichkeit daraus. Ich habe aber auch irgendwie Konkurrenz nahe in den Häusern der Personen liegen. Es kann natürlich ein Thema sein, wo man Sachen verdaut aus der Vergangenheit oder wo man auf den Tisch klopft und sagt, so, ich brauche eine Entscheidung. Ne? Und diese Entscheidung, die treffe ich. Und wenn es sein muss, dann lasse ich auch etwas weg. Die Finanzen liegen hier bei euch sehr schön, die liegen im Haus der Sonne. Sie korrespondieren hier auch mit der Sonne und, sie rösseln mit der Sonne und da scheinen sich auch gute ausgleichende Entscheidungen und Dinge auf den Weg zu machen für euch, auch verbindlich. Und hier habt ihr im Haus des Geldes nochmal die Blumen. Das kann jetzt sein, dass ihr da über ein Amt, eine Behörde etwas zugesprochen bekommt, dass ihr an sich vielleicht auch im Frühjahr eine gute Möglichkeit habt, finanzielle Dinge in die Expansion zu bringen. Bei einem oder anderen vielleicht auch über den beruflichen Bereich. Und ich habe hier tatsächlich, dass ihr euch schicksalshaft neue Kapitel öffnet, die euch Erfolge mitbringen. Der ein oder andere hat hier ein Thema mit dem Vorgesetzten und mit den Kollegen, auch das sieht man. Es ist irgendwie ein Jahr, wo ihr viele Verstrickungen löst. Ne? Ihr seid hier bereit, Schnitte zu machen, euch in andere Richtungen zu bewegen. Man sieht hier, dass ihr auch in der Vergangenheit schon viel geklärt habt. Es können hier Verluste in den Familien sein oder an sich so Familienthemen, die euch im Rücken hängen. Hier ist so ein bisschen ein Pendant drin. Wie könnt ihr euch selber treu bleiben und euren Weg gehen und trotzdem in einem Gefüge drin sein, wo ihr
verbindlich seid. Es kann sogar sein, hier entwickelt sich ein ganz neues Beziehungskonzept. Ein Konzept, das ihr so noch nicht erlebt habt oder gelebt habt. Schauen wir ein bisschen weiter. Ich sehe hier im Arbeitsbereich noch etwas. Das kann jetzt sein, dass euch die Vitalität ein bisschen in die Karten spielt. Für alle, die nicht arbeiten, ist es das Thema, an dem ihr arbeitet. Oder dass ihr hier langfristiges Wachstum anstrebt und einen Umbruch macht, der sehr stabilisierend und klärend auf euch wirkt. Ihr habt in eurem eigenen Haus die Mutterkarte drin und gleichzeitig auch Sachen, die Schatten aufwerfen, die Weiblichkeitsthemen. Und ihr habt hier mit dem Nilpferd den mütterlichen Schutz. Ne? Es geht um Fruchtbarkeit, um das Gefühl, so getragen zu sein, vielleicht auch wie bei einer Mutter. Hier steckt auch das Thema Loslassen wieder ganz doll drin. Also diese Kontrolle, die man immer so gern in den Händen hat, mal abzugeben und sich dem Leben zu öffnen. Ich hatte ja hier gesagt, das ist so alle Spiritualität geballt auf einen Haufen. Und vielleicht ist es für euch auch die Lektion, dass man spürt, dass man mehr getragen und angebunden ist, wenn man eben nicht alles kontrollieren will und wenn man ein Stück seiner Probleme etwas abgibt, um eine kreative Lösung zu finden. So wie ich das hier sehe, fühlt ihr euch stark angebunden. Das Jahr ist sehr klärend für euch. Ihr habt den Durchblick. Möglicherweise spürt ihr auch irgendwo, dass das Leben es gut mit euch meint und ja, ebenso von einem mütterlichen Gefühl umgeben. Das kann jetzt bei euch selber sein, was euer Leben mitbringt, aber auch, wie ihr selbst harmonischer werdet mit den Familienthemen, die ihr habt. Wir haben den Hüter des Winters. Da ist so diese Schneekugel, da zieht man sich zurück. Unterm Deck haben wir noch die Libelle, die steht für das Thema Wandel. Hier haben wir in der Mitte auch ein bisschen ein Thema, wo man so überlegt, wer ist mir Freund, wer ist mir Feind, wer trägt mich oder wo nimmt jemand nur was von mir und wo geht Kraft verloren, ja? Wo kann ich nicht meine ganze Größe leben, weil das Außen so an mir zerrt oder wo ich nicht ausgeruht genug bin. Hier ist praktisch so eine Zeit, wo ihr erneuert und eure Ressourcen pflegt und hegt und aufhübscht. Es geht viel um die Pflege seiner Dinge, um das Instandsetzen und das Ordnung schaffen. Hier ist auch bald so ein frühlingshafter Schub und man sieht bei euch auch den Frühling sehr zentral für Dinge, die dann neu angegangen werden können oder wo ihr seelisch ein bisschen mehr aufblüht. Es geht auch darum, die Beziehungen zu pflegen, ja, zu allem, was man um sich herum hat und eben Bilanz zu ziehen, wo nimmt mir etwas mehr Kraft. Das hatte ich in vielen Blättern für die Jahresreadings. Ihr dürft eure Verluste betrauern und unterm Deck habe ich noch für euch, nehmt euren Platz ein. Also es ist ein Platz nehmen in einem ganz neuen Beziehungsgefüge. Ihr lieben Krebse, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis bald.